Einen schönen guten Tag, ihr Lieben. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem weiteren Video. Und zwar, ihr seht, die Bommelmütze ist da. Wo ist sie denn? Ich sehe sie gar nicht. Die Bommelmütze ist da. Das heißt, die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende entgegen. Und ich möchte euch als mit letztes Video dieses Jahr was mitgeben, was euch zeigen, was euch hoffentlich erfreut. Es geht nämlich, ihr hört schon, um die Boombox. Und die Boombox, ich weiß es, Leute, das ist wie mit Tesla selbst, ist polarisiert unheimlich. Das bedeutet, viele lieben die Boombox und viele hassen sie, die sagen Lautstärke außen vom Elektroautos Schrott und sowas. Ich gehöre leider zu der ersten Fraktion, deswegen die das nicht Hits hören wollen und die das nicht mitkriegen wollen, wie ihr zum Beispiel tonnenweise Songs über die Boombox abspielen wollt, statt nur 5, wie ihr zum Beispiel auch unendliche Länge abspielen könnt von den Liedern, wie ihr diese Strukturen mal schön habt in Ordnern und so weiter, wie ihr zum Beispiel auch die Lautstärke der Boombox einstellen wollt. Wenn ihr das nicht wissen wollt, dann müsst ihr jetzt abschalten. Für alle anderen geht's nach dem Intro weiter und lasst uns die Weihnachtszeit beginnen. So Leute, stellt euch doch einfach mal vor, ihr seid am Supercharger, seid gerade in der Weihnachtszeit jetzt auf dem Weg zu eurer Familie, um das liebe Fest zu feiern, um einfach Geselligkeit zu haben. Und dann steht ihr am Supercharger und könnt die Boombox anmachen, könnt einfach ein bisschen weihnachtliche Stimmung verbreiten. Das ist doch das Geilste ever, oder? Das muss man doch auch mal sagen. Und deswegen positiv denken, Leute. Ich zeige euch erstmal, wo sitzt denn die Boombox? Was ist Boombox? Boombox ist im Prinzip ein Außenlautsprecher mit einer Funktion, dass ihr dort Töne drüber abspielen könnt. Aber was braucht das und so weiter? Ihr wisst es ja selber, das ist eine regulatorische Sache von der EU. Ich zeige euch mal kurz, wo bei Tesla der Lautsprecher sitzt, zumindest bei Model 3 und Model Y. Und zwar, wenn wir jetzt hier hingehen, ich habe es gerade mal leise gemacht, die Boombox, das ist jetzt die niedrigste Lautstärke. Und dann sehen wir im Prinzip, hier in diesem Bereich haben wir hier vorne die Lautsprecher. Da müsst ihr ungefähr auf dieser Ecke hier sitzen. Da hat der Leo Tiet das mal schön gezeigt, wo der genau sitzt. Könnt ihr euch mal ein Video anschauen. Im Prinzip ist das genau hier. Und darüber wird dann alles abgespielt. Das heißt, die ganze Musik und so weiter. Das war jetzt niedrigste Lautstärke. Ich springe jetzt mal rüber zu der lautsten. Dafür gehe ich mal kurz an Model 3 rein und drehe einfach mal laut. Und jetzt hört ihr schon, es ist massiv lauter geworden. Das ist brutal, oder? Ich gehe ein bisschen weiter weg. Das ist heftig einfach, oder Leute? Das ist jetzt die lautste Lautstärke. Absolut Wahnsinn. So Leute, jetzt fragt ihr euch natürlich, Scheidler, wie machst du das? Wie kannst du das einstellen? Denn in der regulären Boombox-Funktion von Tesla geht das nämlich nicht. Und ich kann es euch sagen, im Prinzip tricksen wir das System ein bisschen aus. Ich habe kein extra Tool, nichts genommen dafür. Und zwar brauchen wir eigentlich nur einen USB-Stick. Entweder ihr nehmt den von Tesla oder ihr nehmt einfach hier, wie ich jetzt habe, so einen poplichen Card-Reader mit einer SD-Karte drin. Ich zeige euch jetzt Jahre am Computer, wie das geht. Vorher springen wir mal ins Auto rein und dann zeige ich euch, wie das eigentlich übel simpel läuft. Und zwar, Tesla, ich grüße dich, ich springe mal rein ins Auto. Und zwar haben wir im Prinzip einen USB-Stick mit den ganzen Songs drauf, ganzen Liedern drauf. Ich habe das jetzt schon mal vorbereitet. Das bedeutet, oh hier, E-Fieber Airfresher, den mache ich mal hier hoch. Und im Prinzip bedeutet das, ich hoffe, ihr könnt es erkennen einigermaßen, dass ihr hier unten habt ihr ja die ganze Musikkategorie, das heißt, ihr geht hier einfach drauf, dann öffnet sich das und dann habt ihr hier USB. So, und bei mir habe ich jetzt im Prinzip Ordner angelegt. Das bedeutet, ich habe jetzt verschiedene Alben, da kommen wir später noch zu, die könnt ihr euch später einfach runterladen bei uns im E-Fieber-Shop. Im Prinzip habe ich hier Kategorien gemacht, Supercharger-Sprüche, Best of André, ihr wisst, ich keule ja manchmal komische Sprüche raus, JDM-Sounds, also das sind so Motorsounds, wenn ich in V8 starte und so weiter, und dann hier noch Weihnachtssongs. Da haben wir zum Beispiel auch hier einfach mal einen Weihnachtsgruß für euch vorbereitet. Im Prinzip müsste das die Nummer 2 sein. Sich schon wieder dem Ende entgegen und wir wünschen euch eine fröhliche, entspannte Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Genau Leute, so was wünschen wir euch und wie das alles geht, wie ihr so eine Albenstruktur machen könnt im Prinzip und wie das alles hier kategorisch gemacht ist, das zeige ich euch alles. Ihr müsst im Prinzip wirklich nur ein bisschen, also grundlegende IT-Kenntnisse haben. Und das zweite ist, das Coole ist nämlich, ich zeige es euch kurz mal, wir gehen mal in die Boombox rein. So, in der Boombox steht halt hier auch 5 eigene Töne und sowas, das ist doch ein Witz. Ich weiß nicht, warum Tesla das so begrenzt und das Krasse ist sogar, wenn ihr, ich sag mal,
Töne abspielen wollt, die mehrere MBs fast sogar haben, dann könnt ihr nur 1 oder 2 Töne da abspielen drüber. Also das ist meines Erachtens sogar begrenzt nach der MB-Größe, nach der Speichergröße von den Liedern. Das bedeutet, im schlimmsten Fall könnt ihr nur 1 oder 2 Lieder abspielen. Das ist blöd. Deswegen zeige ich euch ja das System, wie ihr es umgehen könnt. Im Prinzip kurz mal die Reihenfolge, wie ihr es jetzt macht. Ihr klickt hier drauf, geht auf Spielekiste, auf Boombox und sagt dann Audioquelle abspielen. Das ist ganz wichtig. Das müsst ihr machen. Und dann geht ihr im Prinzip auf eure Musikdatei, könnt ihr auf Spotify abspielen, aber ich gehe jetzt auf meinen USB-Stick, im Prinzip, den ich hier drüben ja eingesteckt habe, kann ich euch kurz zeigen. Der steckt ja hier hinten drinne, da steckt der drinne im Prinzip. Da gehe ich nämlich dann hier drauf und dann sehe ich meinen USB-Stick mit meinen ganzen Alben drauf. Und im Prinzip gehe ich jetzt auf eine drauf, JDM Sounds, und kann dann eins auswählen und da spielt es direkt dann hier drüber ab. Ich mache mal Lautstärke hoch, dann hört ihr es gleich hier innen auch. Spielerei, ihr könnt das richtig im Prinzip vor ihr Weilchen, das System, könnt da alle beliebten Songs drauf spielen, wie ihr wollt, und könnt die dann wirklich über die Boombox abspielen. Wir haben hier nämlich den Vorteil, dass wenn wir es über den USB-Stick laufen lassen, im Prinzip über euren Musikplayer, dann seid ihr in der Anzahl der Songs unbegrenzt. Ihr könnt wirklich 1000 Lieder abspielen über die Boombox, und der Vorteil ist wirklich, das geht mit dem Boombox-Tool von Tesla nicht. Ihr könnt hier dann wirklich auch die Lautstärke einstellen, draußen, die über die Boombox kommen soll. Das ist absolut sick. Ich finde dieses System deutlich besser, und es gibt kein Video zu da draußen. Ich verstehe das nicht. Anscheinend haben das noch nicht viele auf dem Schirm, deswegen will ich es euch heute mal zeigen. Was müssen wir machen? Wir müssen diesen Stick im Prinzip formatieren. In 2 Partitionen, einmal für die Tesla Cam, für die Tesla Kamera, dass ihr da trotzdem noch eure Wächtermodus Videos speichern könnt, und auf die andere Partition machen wir dann im Prinzip den Musikteil. Das zeige ich euch jetzt, und dann habt ihr im Prinzip das gleiche wie ich und könnt da wirklich am Supercharger, am Rewe, am was weiß ich, wo eure Nachbarn nerven, wie auch immer, worauf ihr Bock habt, einfach. Und ja, jetzt springen wir mal zu mir nach Hause an den Computer und dann formatieren wir das mal. So ihr Lieben, ich bin jetzt hier am Rechner und zeige euch, wie ihr den USB-Stick formatiert, dass ihr am Ende wirklich eine Partition habt, einmal für eure Tesla-Kamera und einmal für die ganze Musik, die ihr über die Boombox oder auch einfach bei euch im Auto abspielen könnt. Ihr könnt den Tesla-Stick nehmen, das seht ihr hier ganz normal. Passt nur auf, wenn ihr den jetzt nehmt, dass ihr, wenn ihr schon Wächtermodus Aufnahmen habt, dass ihr die vorher am Computer abspeichert, weil sonst sind die nachher nach der Formatierung weg. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, meinen Stick mit einer SD-Karte, ganz normaler SD-Card-Reader, könnt ihr rausnehmen, reinstecken, alles wie ihr wollt. Den steckt ihr jetzt am Computer an. Und ganz wichtig, Leute, was ich euch noch sagen will, ich werde euch das jetzt am Windows-Rechner zeigen. Für die, die jetzt Mac haben oder ein MacBook oder wie das alles heißt, dann bitte einfach mal im Internet schauen. Da findet ihr mit Sicherheit YouTube-Videos, wie ihr das bei diesen Apple-Geräten macht. Ich mache es jetzt bei Windows. Das heißt, ich stecke jetzt diesen Stick in den Rechner rein, öffne dafür auch hier vorab mal meine Übersicht mit dem PC, wo ich alle Laufwerke sehe. Wenn ich den jetzt hier nämlich reinstecke, müsste der auftauchen. Und boom, da haben wir einen Andres USB-Stick, 60 GB seht ihr hier auch. Im Prinzip ist er leer. Ich werde ihn jetzt einfach mal formatieren, dass er komplett, falls doch noch irgendwas drauf sein sollte, clean ist. Im Prinzip im exFAT-Format. Klick auf Starten, dann gibt er mir nochmal einen Hinweis. Ja, alle Dateien werden gelöscht, deswegen denkt dran, solltet ihr irgendwelche Wächtermodusaufnahmen schon haben, speichert die vorher ab, sonst sind die nämlich weg. Das bedeutet, okay, boom, das Teil ist jetzt komplett leer. Und jetzt wollt ihr als nächstes von einer Partition 2 Partitionen machen. Tesla Cam und einmal Musik, Boombox, wie auch immer. Dafür klicken wir jetzt hier unten auf meine Lupe und klicken ein Festplattenpartition erstellen. Hier steht es auch schon. Da klickt ihr drauf und dann dauert es ein bisschen. Der lädt jetzt im Prinzip alle Laufwerke durch. Und dann seht ihr im Prinzip die ganze Auflistung von euren einzelnen Laufwerken. Und hier haben wir zum Beispiel auch Andres USB-Stick, das ist meiner. Den will ich ja jetzt im Prinzip aus einer Partition 2 machen. Das bedeutet, ich klicke jetzt hier rechts und sage erstmal Volumen löschen. Das bedeutet, das Ding wird wirklich 100% platt gemacht, hat jetzt auch keine Kennung mehr mit dem Laufwerk. Als nächsten Schritt will ich ja aus dieser Partition im Prinzip 2 einzelne machen. Das bedeutet, ich klicke rechts und dann sehe ich hier neues, einfaches Volumen, klicke ich drauf. Klick auf Weiter und dann seht ihr hier nochmal maximale Speichergröße von 60 GB.
Ich für mich persönlich sage jetzt einfach, ich will 20 GB für Musik haben und 40 GB für die Tesla-Kamera. Könnt ihr auch variieren, wie ihr wollt, da müsst ihr euch nicht dran halten. Ihr könnt auch sagen, nur 2 GB Musik und dann dementsprechend 58 GB Tesla-Kamera. Das könnt ihr nach Belieben einstellen. Ich sage jetzt hier mal 20 GB wird Musik. Das bedeutet 20.000 MB sind 20 GB. Okay, gehe auf Weiter. Das vergibt dann automatisch auch eine Laufwerkbezeichnung. Da gehe ich auch auf Weiter. Und dann könnt ihr hier noch einen Namen eingeben. Ich sage jetzt einfach mal Musik. Wa? Musik mit K geschrieben. Wir sind ja in Deutschland. Musik. Und wichtig ist, dass ihr hier FET32 auswählt. Musk. Ach, der Elon Musk Twitter. Schwirrt nur in meinen Kopf rum, der Mann. Sag jetzt hier Musik, passt, FET32, super, müsst ihr darauf achten. Geht auf Weiter und dann macht ihr auf Fertigstellen. Boom. Erste Partition wird gerade erstellt. Seht ihr jetzt hier auch, wir haben jetzt im Prinzip eine Partition mit Musik. Und jetzt haben wir hier noch 40 GB frei, die natürlich für die Tesla-Kamera ist. Das heißt, wir machen hier auch nochmal das gleiche, neues Format formatieren. 40 GB, weiter, weiter und machen hier jetzt exFET und sagen jetzt hier Tesla Cam. Boom. Gehen auf Weiter und machen Fertigstellen. So. Das bedeutet, wir haben jetzt wirklich zwei Partitionen. Einmal 20 GB mit Musik und 40 GB für die Tesla Cam. Und haben jetzt sozusagen die Partition erstellt. Wenn ihr jetzt zurückgeht auf eure Übersicht, seht ihr im Prinzip jetzt zwei Laufwerke. Einmal Tesla Cam und einmal direkt daneben Musik. So. Und in eure Musik packt ihr jetzt die ganzen Lieder, die ihr habt und über die Boombox auch abspielen wollt. Jetzt komme ich dazwischen und sage euch, Leute, ich habe schon für euch was vorbereitet. Im Prinzip, ihr kennt mich ja, ich bin ein kleiner Verrückter. Das bedeutet, wir springen mal kurz in den eFieber Shop rüber. Und neben tollen Designs, die wir hier wirklich haben und so weiter, haben wir natürlich auch ein Tesla Special. Da klicken wir mal drauf und dann seht ihr hier die Checklisten ja für Model 3, Model Y. Ihr seht hier die Augenscheinwerfer, die ich immer habe an meinen Tuningkisten und ihr seht hier Alben. Das sind die Alben, die ihr vorhin auch in meiner Auswahl gesehen habt. Das bedeutet, ich habe hier schon mal was vorbereitet, zusammengestellt wirklich und auch in der Länge angepasst, so dass es auch stimmig ist. Supercharger-Momente, wir haben hier JDM-Sounds, also ganzen Japan-Racing-Sounds. Wir haben hier V8 Kaltstarts und so weiter drin und natürlich auch die Weihnachtszeit-Edition drin. Ich klicke mal hier drauf, da seht ihr dann in der Produktbeschreibung auch alles Einzelne dazu, die Tracks, die wir haben, für euch natürlich Weihnachtsgrüße aufgenommen und so weiter. Es steckt ein bisschen Arbeit drin. Deswegen habe ich jetzt auch hier 99 Cent veranschlagt. Das ist nicht viel, das ist Cent-Artikel, aber habe euch sogar auf YouTube, wenn ich jetzt hier drauf gehe, nochmal extra dazu Hörproben erstellt und sowas. Könnt ihr euch alles mal reinziehen in Ruhe. Und wie gesagt, die könnt ihr euch runterladen oder ihr zieht euch einfach eigene Titel runter. Die ladet ihr jetzt hier dann im Prinzip drauf auf euer Laufwerk. Gehen wir nochmal hier rein. Hier ladet ihr die euch rein, könnt ihr Alben erstellen, zum Beispiel ja, Lied 1, Album 1 oder Album 2, was weiß ich, könnt ihr benennen, wie ihr wollt, da seid ihr total frei. Zieht dort eure Lieder rein und am Ende seht ihr das genauso wie ich vorhin, nämlich in meiner Übersicht und habt dann wirklich eine riesen Auswahl. Und das mache ich jetzt mal schnell für euch und dann gehen wir nochmal runter zum Tesla. So, im Prinzip habe ich jetzt in den zwei Alben jeweils einen Song reingemacht und dann gehen wir jetzt mal runter zum Tesla und schauen, ob das überhaupt funktioniert und vor allem, ob die Tesla-Kamera noch funktioniert. Das gucken wir uns an. So Leute, Stick ist hier. Wir klicken hier drauf, machen Handschuhfach auf und stecken den Stick im Prinzip jetzt hier rein. Müssen nur gucken, dass er es richtig rum macht. Zack, drinne ist er. Schließen das und jetzt muss hier oben erstmal so dieser Media Player wieder aufpoppen, sonst hat es nicht funktioniert. Und als zweites natürlich dann unsere Musik, die wir jetzt hier abspielen wollen. Das Pop-up kommt nicht, Leute, und zwar, ich habe einen Fehler gemacht. Und zwar müsst ihr in diesem Tesla Cam Laufwerk im Prinzip noch einen Ordner erstellen, der Tesla Cam heißt. Das mache ich jetzt gerade mal noch. So ihr Lieben, 2 Minuten später, gleicher Ort. Ich stecke ihn noch mal rein, diesmal mit einem Ordner auch für Tesla Kamera im Testcam Partition. Und wir sind jetzt hier direkt, habt das gesehen, es ist aufgepoppt. Ich stecke noch mal raus, dann seht ihr es auch noch mal. Zack, weg ist es.
Und wenn das jetzt reinsteckt, muss das Icon kommen, dann funktioniert es und ihr habt alles richtig gemacht, super. Das heißt, ihr könnt dann ganz normal wieder Video speichern, Dashcam speichern und so weiter. Gehen wir in unser Musikverzeichnis und zwar bei USB, boom. Und dann seht ihr jetzt hier auch meine 2 Ordner, die ich angelegt hatte. Jetzt müssen hier natürlich auch jeweils ein Lied drin sein, habe ich ja reingelegt. Wir gucken rein, boom, Nummer 1. Und boom, Nummer 2. Alles da, Leute. Es ist nicht ultra kompliziert, glaube ich, wa? Ihr müsst nur auf die einzelnen Punkte achten und vor allem, dass ihr in die Partition von der Tesla-Kamera dann auch einen Ordner macht, der Tesla Cam heißt. Und ja, ansonsten war es das eigentlich soweit. Ich hoffe wirklich, euch hat das Video gefallen. Es ist eine Spielerei, ich weiß es doch selber, aber manchmal muss man einfach Kind sein, so ist es nun mal. Und auch vielleicht Leute ärgern, wie auch immer, eure Nachbarn, was weiß ich. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß, eine schöne Weihnachtszeit. Kelvin und ich werden uns auf jeden Fall bestimmt dieses Jahr noch mal melden. Wir haben dieses Jahr brutal viel erlebt, wir haben mit euch zusammen viel erlebt. Und das will ich einfach noch mal festhalten, auch für mich selber oder für uns. Weil wenn du das in ein paar Jahren dann anguckst, so Videos, da denkst du dir, ey, was ist da los gewesen? Was ist da los gewesen? Das will ich noch machen. Ich denke mal, dieses Jahr kommt noch ein Video. Und dann werden wir auch einfach die Zeit genießen. Ich muss nach Norwegen hoch, Tromsø, Nordpolarlichter angucken und so. Ohne Auto, weil die Zeit einfach zu kurz ist. Aber das kriegen wir alles hin. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Halt die Ohren steif. Und kommt einfach ein bisschen runter. Genießt die Zeit mit der Familie, mit den Geschenken. Ja, bis später und ciao. Freunde der elektrischen Fortbewegung, wir wünschen euch allen ein schönes Weihnachtsfest mit vielen Geschenken und vor allem ein paar erholsame Tage.